Normalerweise sind solche schönen Tänze bei einer Hochzeit. Wir haben jetzt zwar keine Hochzeit, aber wir haben ein schönes Fest, denn es ist eigentlich die Hochzeit im Himmel. Nach 100 Jahren, diese 4 werden sich da droben wirklich drüber freuen, wie ihr euch auch freut, was aus dem alles geworden ist. Und ich möchte anschließen heute ganz kurz bei dem, was unser Dekan mit dem kleinen Leo vorgestellt hat. Ein kleiner Bub. Ich habe eigentlich auch als 5-Jähriger bei einem, Volksmission, waren Patres bei uns und die haben uns erzählt und haben gesagt, morgen, wenn ihr wiederkommt und ihr habt gut aufgepasst, bekommt ihr ein Geschenk. Dann haben wir so eine orange Kugel bekommen. Ich habe nicht gewusst, dass es eine Orange ist, aber wie gesagt, die hat gut geschmeckt. Und dann haben Peter und ich beschlossen, wir werden auch Pater. Aus mir ist zwar ein Pfarrer geworden, Peter ist in Stuttgart Familienvater geworden, aber es macht nichts. Die Berufung eines kleinen Kindes, glaube ich, und da möchte ich den ersten Punkt ansetzen. Das, was Anna erlebt hat, sie war ja nur 5 Jahre da in Steg, danach dann in Hall. Die Mama ist gleich einmal gestorben und so weiter. Dann ist sie in einem Internat. Ich selber bin auch dann eben in Internat hineingekommen. Zu meinem Glück, meine Jugendzeit, die war in einem Internat. Und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass man da eigentlich schimpfen müsste und gegen diese Verhältnisse schaffen muss. Nein, die Präfekten und die Lehrer haben es verstanden, uns wirklich in den verschiedenen Fächern Freude zu vermitteln im Herzen. Und da Mathematik ist sowieso unsere Stärke aus der Region, das hat gut hingehaut. Sprachen ist ein bisschen schwieriger, denn die erste Sprache, die wir lernen sollen, ist Deutsch. Und das ist fast die schwerste. Wir haben Dialekt und dann Deutsch und dann war noch Englisch, dann sozusagen Latein und Griechisch und dann nach dem Abitur bin ich ein Jahr in Lyon gewesen. Auch Anna war ja in Lyon und hat dort McLaren kennengelernt oder halt davon gehört gehabt und ist dann zum Sprachstudium nach York gegangen, nach Irland. Ich möchte damit einfach eines sagen, in diesen Kindern, und jedes von uns war ein Kind, das sind unheimlich tolle Ansätze. Und wenn man die wirklich gefühlsvoll führt, und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, dann kommt eben das andere dazu, dass daraus geistliche Kraft wird. Denn wir brauchen nicht die Kräfte speichern, Gott schenkt sie uns im Herzen. Wir brauchen nur leer zu sein, aufzunehmen und dann in einer guten Art und Weise weiterzugeben. Das, glaube ich, ist dieser Punkt und da möchte ich jetzt mit diesem Thema 2, man hat früher gesagt, wir vermieten Fremdenzimmer. Dann hat man gesagt, nein, das sind Gästezimmer. Aus Fremden wurde Gäste. Und die Gäste sind heute fremder als die Fremden vorher. Wir haben nämlich etwas vorher gehabt. Da waren Familien da. Wir sind 9 Kinder und haben auch die Kontakte, die wir gehabt. Und die Gäste, die gekommen sind, die haben Familienanschluss gehabt. Wir sind mit denen aufgewachsen. Heute wird in 3-Stern-, 4-Stern-, 5-Stern-Hotels alles geboten, nur keine wirkliche Gastfreundschaft. Und da möchte ich uns einfach das sagen. Der liebe Gott hat etwas Wunderbares gemacht. Er gibt uns eine Heimat und wir sind überall daheim. Und in jedem anderen Land sind wir die Ausländer. Und das soll man nicht vergessen, denn gerade so internationale Gemeinschaften können es uns wunderbar zeigen. Bitte
alles zusammen ist ja eigentlich die große Stärke. Und dann möchte ich da noch das Dritte da hereinbringen. Ihr seid Frauen. Und Anna hat eines wirklich uns gezeigt. Also, wenn man im Herzen dafür brennt für eine Idee, wo die Gesetze und alle möglichen Sachen, die die Männer gemacht haben, das ist Wort, versteinertes Wort, römisches Recht. Ihr Frauen habt Herz. Ihr habt im Grunde genommen die Kraft, diese Steine alle zum Schmelzen zu bringen. Und im Grunde möchte ich uns auch sagen, die steinerne Kirche, oder? Sie hat das also von 24 bis 35 war dann das sozusagen so weit reif, dass die römische Kirche sich überlegt hat, lieber die Schwestern und Ärztinnen als dieses Gesetz, oder? Jetzt, ich möchte fast sagen, geben wir eine doppelte Zeit, in 22 Jahren gibt es ziemlich sicher auf jeden Fall Diakonissinnen, hoffentlich auch Priesterinnen. Priesterinnen sind anders als die Priester, aber sie sind so wie Mama und Papa eigentlich miteinander. Und das, glaube ich, das gibt uns der liebe Gott, denn das ist Holy Family. Denn das ist das, was wir von klein auf können. Und dann werdet ihr auch sozusagen wir haben mit Leo wieder einen guten Ansatz. Hoffentlich geht es nochmals weiter. Wie gesagt, es wird kommen, dass auch das fallen wird. Gott möchte jeden von uns und schaut jedem ins Herz hinein und legt hinein, was er dann auch weiß, dass es aufgehen kann. Schauen wir doch bitte nach. Was ist es? Und wir werden den kleinen Leo, wenn der einmal ein großer Leo ist, sehen, was da draus geworden ist. Und jeder von euch und von uns und die 105-jährige missionsörtliche Schwester zeigt uns am besten, aus jedem von uns wird das, was wir eigentlich Gott zutrauen und mittun. Wenn viele kleine Leute, ich möchte wieder mit diesem Spruch, an vielen kleinen Orten, vom Ende der Welt wie Steg oder wie Rawalpindi oder wie Dhaka oder wie San Salvador oder ich weiß nicht alles, was es gibt, viele kleine Schritte machen, kleine Dinge tun, dann wird sich die große Welt tatsächlich verändern und ganz anders ausschauen. Und in diesem Sinn, die nächsten 100 Jahre sind gewaltige Entdeckungen und Wunder möglich. Ich wünsche euch dazu alles Gute.